die Secret Sauce von Bellis, das ist ultra, also das findet man in keinem Livestream, der zeigt es ja nicht so. This is what happened in the last episode. I wanna put new Chanel on the waist. The pussy so good, pull it on my face. Told a little bitch that I don't play no games. I need that ass in my lap in the range. Singing like Bryson, but there's no change. Baby, your body made me act a rain. Die auf DMs, ich sehe Loop-Setten weg. Ihr müsst immer gucken, ihr müsst immer irgendwas mitbringen. Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst immer irgendwas, was ich brauche. Zum Beispiel, ihr hättet bei mir Chancen, also wirklich 100% Chancen, direkt gesigned zu werden, wenn ihr eine Flöte spielt oder eine Geige. Bei Gitarristen haben wir schon. Wisst ihr, was ich meine? Und jeder Produzent ist anders. Jeder braucht was. Guck mal, was ist auf dem Master? Software. Und ihr macht Ding, Alter, Wissenschaft draus, Alter, Elon Musk Shit. Diesen Kompressor, 500 dB, 500 dB. Gibt die nicht, weil die so hören. Und das müsst ihr checken. Und wenn es sich im Studio kacke wird, dann sagt der Ingenieur trotzdem, ich nehme die Steps und ich mache. Ja? Like when a song exists, it exists. People are gonna play it forever. So you'll always get royalties from that for the rest of your life. You get what I'm saying? So it's just royalties are way more the advance. If you're thinking the long term, you know? Und hier ist nur Young Thug, Wiz Khalifa, Tory Lanez, Lil Baby, Lil Skies, Lil Tecca, Gucci Mane, Designer, Future, Rich Kid, bla bla bla. Und ihr müsst denken, bis zum Ende eures Lebens werdet ihr dafür bezahlt. Und wenn ihr stirbt, könnt ihr es übertragen auf eure Kinder. Das ist barbar. This is what labels want to buy from you when they want to sign you. Kannst du gut mit Geld umgehen? Kannst du dein Geld gut flippen? Das heißt, wenn ich dir jetzt 1 Mille gebe, wie viel hast du in einem Monat? 2. Denkst du? Weißt du, was ich meine? Wenn du das so denkst, dann nimm den Vertrag, dann bleib nicht independent. Ich tue lieber einen Vertrag nehmen und kassiere die 1 Million sofort und flipp die, anstatt independent zu sein und dann zu warten, bis ich mich bei BMI wieder einlogge und zu checken, ich habe Geld wieder und zieh's wieder raus. When you rank it, the placement choices, A&R is on the bottom. First started out making beats, I asked Pellis for advice and listened to my samples, and he gave me. And I was like, nah, this dude's wrong. My shit's perfect. Back then, yeah. Now I'm here at the workshop, learning again. Hey, was ihr alle machen solltet am Ende, ist eine WhatsApp-Gruppe. Weil das ist safe, das ist das Beste, was wir machen können. They used to be jiggy with it, you know what I'm saying? This is how producers used to be. Kamst du später dazu? Ja, Mann. Was geht, Mann? Was ist dein Name? Ingo, okay. Ey, freut mich, dass du gekommen bist. Ich hab dich gar nicht gesehen, reinlaufen gesehen. Ich bin 6 Stunden von Düsseldorf hierher gefahren wegen Verspätung, Unwetter und so. Laber nicht. Richtig Abfahrt. Bevor wir anfangen, Umfrage, Hände hoch, bisher, wenn die Information hilfreich war, damit ich so einschätzen kann. Ja, okay. Und ich will immer halt, dass ihr am Ende rausgeht und sagt, ey, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weißt du, das ist mein wichtigstes Ziel. Deswegen kleine Pausen. Das ist halt wichtig, dass wir halt jede Zeit nutzen. Oh shit. Also ich hoffe, dass wir jetzt keine Raucherpause machen. Wenn ihr jetzt rauchen wolltet, dann hoffentlich habt ihr es genutzt, dass wir jetzt so durchziehen. Weil jetzt kommen wir zu Contact Live Beat. Bevor wir ein Beat von Scratch machen, gehe ich in einen alten Beat rein, weil ich habe ein gutes Beispiel, weil die Beats aus Berlin, die sind nicht gemixt, weil wir keine Zeit hatten. Okay, ich gehe mal als erstes Ding zu 808. Ich mute jetzt mal die 808 und jetzt haben wir noch die Kick, weil jetzt müssen wir das zusammenmixen.
Ding nur. Eine kurze Loop, die ich in 2 Minuten gemacht habe und 808s. Dann macht ihr B-Part, C-Part und dann geht ihr immer wieder rein. Ah, C-Part funktioniert, okay, weiter. B-Part funktioniert mit einem Bounce, okay, weiter. Can you please get my way? Deswegen ist es so wichtig, die Hi-Hats direkt nach der Melodie zu machen. Weil wenn ihr die Melodie habt, dann könnt ihr mit der Melodie mitgehen. Und die Hi-Hats so legen, wie die Melodie ist ungefähr. Zum Beispiel bei seinen Hi-Hat-Rolls, dass du auch die Velocity mal anders machst und so weiter. Weil im Prinzip machen wir immer wieder das Gleiche eigentlich. Aber versucht da trotzdem irgendwas zu finden, was ihr wieder anders macht. BPM-Counter. Weil wenn ihr im Studio seid mit jemandem, der gerade spielt und ihr findet die Melodie gut, passt euch sein Tempo an. Und gebt nicht einfach irgendein Tempo. So 150, weil dann, oh shit, die Melodie klingt nicht mehr gleich. Deswegen, wenn jemand spielt, immer leise sein, nicht unterbrechen und immer mit dem Tempo. Wisst ihr, was ich meine? Damit ihr irgendwann auf dieses Ding kommt. Und was ihr gemerkt habt, ist, er spielt die Melodie die ganze Zeit, während er seine Drums aussucht. Weil dann kann man gucken, was zu dieser Melodie am besten passt. Weil viele von euch haben eure Lieblings-Snare, eure Lieblings-Clap. Und ihr zieht die in jeden Beat rein. Und das ist eigentlich ziemlich falsch, ihr müsst die Drums immer anpassen zum Lied, am besten zur Melodie. Weil wenn ihr die Melodie habt, dann könnt ihr besser durch die Drums klicken und finden, was dazu passt. Was er macht zum Beispiel ist, Calculated. deswegen feiere ich extrem, wenn er die 808s legt, weil er legt immer, viele machen eine echt 8-Bar-Line und dann machen sie eine Ding, die immer wiederholen sie die 808. And you see, when I work like this, I didn't have to listen to it anymore to know what I was doing, you know? Because everything was structured in such a way where it's like, okay, I want that to be different, let me do this octave lower, you know? Okay. It's like all becomes math. Okay, ready? Das kriegst du in kein YouTube-Video. Das kriegst du halt einfach nur persönlich. Das One-to-One, das ist krass. So, es war nicht dieses, ja okay, stellt mal Fragen und es ist mir egal, wer ihr seid, sondern es war wirklich so mal das Gefühl, man lernt die kennen, weißt du, ich meine? So dieses One-to-One ist Yeah, hello, we came from nothing. No time for discussions. Most of these niggas saying nothing. We get higher functions. Yeah, we say high up just to function. Yeah, back then young and bustin'. We was on weed and Robitussin. Yeah, had my mama cussing. Damn, she said I might never be nothing. Seit einem Jahr mache ich erst Beats und so viele Produzenten zu sehen, so viele Leute, die interessiert zu Musik stehen. Wahnsinn. You make a couple racks. People change, you ain't the same, but there's no going back. And that's why I'm coming in for more paper. You guys feel motivated? Yeah. For the future? Alright, that's cool. Okay. Damit machst du bessere Beats, bei mir ist es rausgekommen. Ja, Every time we get it, we gon' floss, 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 floss. Es war übertrieben viel Input, also for real viel Input. Hier sind ja auch viele nervös hingekommen. Ja, da hat man aber auch nochmal gemerkt, wie sympathisch die Jungs auch alle sind. Das gibt dann auch nochmal extra Motivation, weil da sieht man, jeder kann das schaffen, weißt du, was ich meine? Jeder kann es schaffen und wie man nicht gescammt wird, diese Anwaltssachen und so, das wusste man alles davon nicht. I'm tryna roll in 20 bitches by years, rolls of 20. I got a whole millennium worth of momentum, I'm tryna get rolls of plenty. Don't know when God gonna end it, that's why I gotta go spend it. That bitch on my couch and I had to fuck her at an awkward angle. She said, why you nuts so quick? I said, bitch, be grateful that I banged you. Yeah, I'm tryna roll in 20 bitches by years, rolls of 20. I got a whole millennium worth of momentum, I'm tryna get rolls of plenty. Don't know when God gonna end it, that's why I gotta go spend it. They wanna leave it defenseless, race it.